Ja, Freunde, LG 27 GM950B Unboxing. Ich hatte ja schon die Möglichkeit, auf der LG Convention Anfang des Jahres den Monitor kurz zu zeigen. Für die Möglichkeit bin ich natürlich sehr dankbar. Jetzt kam der Monitor hier vor ein paar Tagen an. Sehen wir hier auch schon die Box, die ist LG typisch und auch den Preis entsprechend gestaltet. Also wir haben hier einmal ja quasi eine Top-Down-Box, bei der man quasi das Zubehör von ja der lange Seite oder der große Seite des Kartons entnimmt. Das Ganze ist hier sehr gut geschützt, auch mit ordentlich Styrofor, so wie es sein soll. Auch an Zubehör gibt es hier einiges. Am Anfang macht ihr so einen Kabelclip, der muss ich sagen, der gefällt mir nicht so besonders, weil der ja, umschließt quasi den Standfuß und ihr habt dann hier nur eine ganz kleine Fläche, wo wirklich Kabel ja, quasi zugeführt werden können. Nicht ganz so hundertprozentig. Da haben wir hier Netzteilkabel mit 1,5 Meter, das kann man dann dementsprechend verlängern, falls man das braucht. Dann einmal ein HDMI 2.1 Kabel mit dementsprechender Zertifizierung sogar. Dann hier ein USB-C auf USB-C Kabel. Das braucht man dann, wenn man den Monitor Firmware updaten will oder solche Geschichte. Das erfolgt vom Monitor zum PC über eine App. Dann haben wir hier ein DisplayPort 2.1 Kabel. Und die Anleitungen, Handbücher, Dokumentation etc. Hier ist dann noch das Netzteil, das ist ein ganz schöner Brummer, sehr groß auch und mit einer Stromaufnahmefähigkeit von 270 Watt insgesamt. Also das sind schon sehr große Netzteile, die LG da beilegt, aber ja, die Monitore brauchen die Stromaufnahme während dem Betrieb normalerweise nicht. Wir nehmen uns dann den Monitor mal raus, schauen uns schnell die Beschichtung an. Ihr seht übrigens auch hier an der Verpackung keine Löcher drin oder irgendwie sowas. Also alles vollständig in Styrofor ausgekleidet. Ja, hier sieht man schon die matte Beschichtung. Und hier auf der Rückseite sind dann die Ports unter anderem. Zweimal HDMI, einmal DisplayPort, USB-C, zweimal USB-A, AUX-Port, Netzteilanschluss, dann der OSD-Joystick und die Tasche, die ihr ganz unten seht, ist dann ein Schalter, um den Dual Mode zu switchen. Okay, hier zeige ich jetzt den Teardown. Ich habe jetzt bei den Teardown in den letzten Videos versucht, mehr davon zu zeigen, vor allem auch, wie ich das Ganze öffne. Also, dass es nicht nur einfach Schnitte sind und ich springe dann zu der Stelle, wo es dann schon off ist. Ne, ich zeige euch, wie ich das angehe. Bei dem Monitor ist es jetzt so, man muss erst die 4 VESA-Schraube entfernen. Das ist bei sehr vielen Monitoren immer das gleiche Prozedere. Und der Rest ist dann normalerweise mit Clips verbunden. Beim LG 39GX950, also dem Ultrawide OLED, da war es so, dass die Clips wirklich nur sehr leicht, also sehr leichtgängig waren. Da konnte man einfach dran ziehen und das ging weg. Bei dem hier, da muss man jetzt schon ja, mehr Arbeit leisten. Also da muss man sehr vorsichtig sein, weil die halte schon stark drin. Und das hat auch eine Weile gedauert, bis ich das dann quasi, ich sag mal, offen hatte. Und ja, hier jetzt in der Szene sieht man quasi, wie ich das Ganze starte. Ich fange immer unten an. Habe ich hier so Metallbleck drum, das ist dann mein bester Freund bei solcher Geschichte. Und dann muss man sich halt langsam voranarbeiten. Aber ich denke, ihr seht es dann im weiteren Verlauf. Und auch wenn ihr das selber mal versucht, würde ich euch empfehlen, euch sowas hier zu besorgen.
Nicht irgendwie da mit dem Schraubenzieher rein oder so. Und vor allem braucht man halt Geduld bei sowas. Das ist auch immer noch das Thema. Und ich weiß, viele Leute werden das nie machen. Das ist auch klar. Aber ich denke, das ist trotzdem ganz interessant für viele und vielleicht wirklich, wenn der Monitor irgendwo mal aus der Garantie raus ist, versucht man das mal selber. Und bei dem ist es auch interessant, von dem her der hat einen Lüfter, ne? Da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen. Ja, hier öffnet sich jetzt dann der letzte Clip, genau. Und bei der LG-Monitore ist es so, die sind sehr gut entkoppelt. Also jetzt hier die Backplate, das war auch beim anderen Monitor so, ist jetzt nicht mit einem Kabel oder so nochmal zusätzlich verbunden, sondern das LED, die LED-Beleuchtung ist quasi ja, mit einem Diffusor gelöst. Ein relativ großer Diffusor, der ja, das Licht dann quasi streut über die Platte. Die Backplate ist dann halt auch dementsprechend nummeriert. Und hier schaue ich mir jetzt nochmal mit einem Messschieber an, wie die Materialstärke hier ist. Okay, jetzt hier dann mal ein POV-Shot von den ganzen Bauteile. Also der Monitor hat auch Lautsprecher hier wieder. Die sind einfach ja, mit Gummis oder Gummipuffern hier entkoppelt. Nochmal zusätzlich, dass sie nicht rasseln. Das ist ziemlich gut. Kann man auch relativ leicht entnehmen oder tauschen, falls man das mal irgendwann machen möchte. Hier ist dann der OSD-Joystick, die separate Verbindung. Hier dann nochmal ja, die Panel-Nummerierung eingestanzt. Hier drehe ich jetzt quasi rum auf die BOE-Panel-Bezeichnung. Das Panel findet man momentan noch nicht auf Panel-Look, also kann ich dann keine genauere Herstellerdaten dazu zeigen. Ist aber ja ADS Pro Panel mit 5K Auflösung.
Okay, hier haben wir jetzt einmal die Hauptplatine bzw. das Mainboard. Ihr seht schon den Lüfter hier an der linken Seite bzw. rechte Seite. Wenn man es umdreht, da haben wir nochmal eine extra separate Metallplatte drauf, die man entfernen muss mit 5 Schrauben. Und dann sehen wir hier den Prozessor, den LG hier verwendet. Das ist ein MediaTek MT9820, also ein AI-Prozessor, der quasi die AI-Funktionen schon bewirbt sozusagen. Hier habe ich jetzt nochmal eine extra Sektion, wo ich den Lüfter entferne. Das habe ich leider verpasst im letzten Video zu einem anderen LG-Monitor zu machen. Also falls jemand von euch sich damit auskennt, irgendwelche Alternative kennt, die man da hier einbauen könnt, statt diesem Lüfter. Ich mache jetzt dann auch gleich, oder ich zeige dann auch gleich noch Messungen mit einem Messschieber. Falls ihr da Alternative kennt, Alternative findet, was auch immer, vielleicht habt ihr selber irgendwie, baut selber Lüfter, keine Ahnung. Gerne in die Kommentare rein. Ich würde sowas gerne natürlich auch in Videos zeigen, aber das muss dann natürlich ein Lüfter sein, der dementsprechend gute Qualität hat, weil sonst macht es ja keinen Sinn, den einzubauen. Es bringt ja nichts, einfach irgendeinen Lüfter zu kaufen, der dann schlechter ist wie der. Ne? Ja, habe ich schon gesagt, falls ihr da Infos habt oder Ideen habt, wie man da Lüfter austauschen könnte, beziehungsweise ein Lüfter, der ähnliche Spezifikationen hat, gerne in die Kommentare schreiben. Hier ist jetzt dann noch der Standfuß, auch nichts großartig Spektakuläres. Der vertikale Teil vom Standfuß ist hauptsächlich aus Plastik, wieder nur verstärkt an der Stelle, wo es drauf ankommt. Die Fußplatte ist sehr stabil, komplett aus Metall mit einer Stärke von 3 mm. Und LG verfolgt hier einfach auch den Trend mit den zentralen Standfüßen, was meiner Meinung nach auch die beste Umsetzung ist, die man aktuell bei einem Monitor so haben kann. Es gibt ja noch viele Hersteller, die noch auf umständlichere Standfüße setzen. Bei den Ergonomiefunktionen haben wir einmal hier einen Abstand von 18 cm in der höchsten Position und einen Abstand von 4,5 cm in der niedrigsten Position. Dann gibt es eine Tilt-Funktion,
Swivel-Funktion und eine Pivot-Funktion.